Liebe Freunde, schön, dass ihr wieder da seid. Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute tauchen wir in ein weiteres besonderes Thema ein, und zwar die menschliche Liebe. Und gemeinsam mit Sabine Sangita werden wir darüber sprechen, was es bedeutet, glücklich in einer Beziehung zu leben und eventuell sogar den richtigen Partner zu finden, falls noch keiner vorhanden ist. Wir freuen uns, diese wertvolle Zeit mit dir zu teilen. Und doch bevor wir beginnen, lass uns doch gern gleich ein Like und ein Abo da. Damit unterstützt du uns sehr. Biene, du sprichst ja nicht nur sehr viel als Medium mit der geistigen Welt, du hast außerdem früher als Familientherapeutin gearbeitet. Viele Menschen sehnen sich so sehr nach einer gesunden Beziehung. Fällt dir das auch auf? Ja, weil es ein natürliches Grundbedürfnis ist. Also der Mensch ist ja nicht geboren, um alleine zu sein. Der Mensch ist geboren, um zum einen in einer großen Menschenfamilie zu leben, also mit unserer ganz großen Menschenfamilie. Aber ein Mensch, jeder Mensch sehnt sich nach einem Gegenüber, wo die menschliche Liebe gelebt werden kann. Also natürlich verstehe ich das. Warum haben denn so viele Menschen Schwierigkeiten, eine erfüllte Partnerschaft zu leben? Also ich glaube, dass der Fokus von vielen Menschen auf etwas gelegt wird, was nicht wirklich wichtig ist. Und dass das, was wirklich wichtig ist, oftmals gar nicht gesehen wird. Und dass man natürlich auch gerade bei der menschlichen Liebe, bei seinem Gegenüber oder seiner Partnerin oder Partner viel sucht, was man eigentlich bei sich selbst finden muss. Also zum Ersten, was ich gesagt habe, glaube ich jetzt, dass zum Beispiel die Menschen immer noch zu sehr nach Geschlechterbestimmung schauen. Also liebe ich eine Frau, liebe ich einen Mann? Ist es richtig, wenn ich als Frau eine Frau liebe oder als Mann einen Mann? Also das ist immer noch etwas in unserer Gesellschaft, was, glaube ich, die Menschen ein bisschen begrenzt. Dann das Alter und das Aussehen natürlich. Da gab es mal ein sehr schönes Channeling. Irgendwann mal bei einem Festival von Maurice, der gesagt hat, wenn ihr euch in einem Raum befinden würdet und der dunkel wäre und ihr würdet nach einem Partner suchen und dann würde das Licht angehen und ihr würdet den Partner sehen, würdet ihr euch vielleicht wundern. Und ich kann es auch deshalb so genau sagen, weil ich selbst 27 Jahre mit einem 16 Jahre jüngeren Mann verheiratet bin oder also 25 Jahre jetzt verheiratet bin. Und zu der damaligen Zeit, wo wir uns kennengelernt haben, war das ein totales Tabuthema, dass eine Frau älter ist als ein Mann. Also das, glaube ich, macht jetzt auch viel aus. Und dann eben das auch, dass man etwas sucht, was man eigentlich nur bei sich selbst finden kann. Also dass man den Partner nicht zu etwas, ist jetzt eigentlich ein schlimmes Wort, aber mir fällt jetzt nichts anderes ein, den Partner nicht missbraucht, um seine eigenen Defizite irgendwie zu kompensieren. Das ist etwas sehr Wichtiges und ich glaube, dass das auch sehr wichtig ist, dass man mehr auf gemeinsame Werte schauen sollte. Also diese Werte, die jeder Mensch auf verschiedene Art und Weise in seinem Leben oder sein Leben prägt, finde ich schon auch sehr wichtig. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte eine menschliche Beziehung haben, die offen ist, also wo ich mich auch mit anderen Partnern treffen kann, ob jetzt in der Sexualität oder wie auch immer, dann brauche ich ja einen Partner, der das auch möchte. Oder wenn ich jetzt sage, ich bin ein Mensch, der sehr treu ist, bräuchte ich auch einen Partner, der auch denselben Wert lebt wie ich. Also diese Gegensätzlichkeit, was oft am Anfang sehr anziehend ist in der menschlichen Liebe, ist aber
finde ich jetzt für eine gute Beziehung und für eine dauerhafte Beziehung nicht so wirklich gut. Also ich finde, das ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Glaubst du denn, dass es sowas wie eine Seelenpartnerschaft gibt? Und ja. Falls ja, wie erkennt man so eine? Also es gibt natürlich eine Seelenpartnerschaft und ich glaube jetzt ein Gegenüber, eine menschliche Liebe, die man lebt, über lange, lange Zeit lebt, sollte auch eine Seelenpartnerschaft sein. Sonst finde ich, fehlt da auch etwas. Also es ist dann nicht ganz und nicht rund. Also das ist schon etwas sehr Wichtiges. Und ich glaube, erkennen tut man das, indem man das, was ich schon gesagt habe, die gleichen Werte im Leben hat und auch das gleiche Ziel verfolgt im Leben. Also dass man aneinander wachsen kann. Also dass man sich nicht hemmt, sondern dass man aneinander wachsen kann und einen Weg geht, der ähnlich ist und dass man das gleiche Ziel verfolgt, egal was das jetzt auch für ein Ziel ist. Das muss jetzt kein spirituelles Ziel sein. Aber wenn man jetzt zum Beispiel in der Wohltätigkeit unterwegs ist, dann ist es, finde ich, jetzt schon wichtig, dass man einen Menschen an seiner Seite hat, der das auch möchte, der auch so unterwegs sein möchte. Also daran, finde ich, erkennt man schon diese Seelenpartnerschaft, diese Seelenverwandtschaft. Seelenverwandtschaft, ja, vielleicht das richtige Wort. Was glaubst du denn, warum manche Menschen immer und immer wieder ungesunde Beziehungen anziehen? Also da muss ich jetzt ein bisschen hart sein, weil ich ja Familientherapeutin auch war. Ich glaube ganz einfach, weil die Menschen die Verantwortung für ihr Leben nicht übernehmen möchten. Also bevor ich eine gesunde Partnerschaft führen kann, muss ich selber auch gesund sein. Also ich muss mich selber hinterfragen, muss selber mich auch entdecken und wissen, wer ich bin und was ich will. Also das ist etwas ganz Wesentliches, weil dann brauche ich es nicht, dann braucht es mein Partner nicht zu erfüllen. Also ich muss einfach in mir ruhen und einfach wissen, was mir selbst wichtig ist oder was ich mir selbst auch bedeute, dass ich das den anderen Menschen auch schenken kann. Und wenn in mir Chaos ist und wenn in mir alles verwirrt ist, also so wie so ein unaufgeräumter Schrank, wo alles Mögliche drinnen liegt, dann wirst du auch so einen Partner anziehen, der dir einfach nicht gut tut. Weil das kann nicht sein. Also du musst immer bei dir selbst anfangen. Und solange du da nicht die Verantwortung übernimmst, wird dir das immer wieder passieren, dass du jemanden anziehst, der dir nicht gut tut. Das ist mal das eine. Und dann gibt es ja noch die andere Sache, wo dann wirklich auch sehr schlimm Gewalt zum Beispiel im Spiel ist. Warum suchen sich Frauen oder auch Männer immer wieder Partnerinnen oder Partner, die gewalttätig sind? Das hat viel mit Selbstliebe zu tun. Ja, es ist, wenn man da mal genau dahinter schaut, dann ist es ja immer wieder auch die Aussage von den Menschen, ich war selber schuld, dass ich geschlagen wurde. Das geht bis hin zur Vergewaltigung, also einfach die mangelnde Selbstliebe. Ja, da sprichst du eigentlich schon meine nächste Frage an, wie viel die Selbstliebe eine Rolle spielt, ne, in einer Beziehung. Ja, eigentlich die größte. Voll. Und ich glaube auch, dass die Menschen mit Selbstliebe immer etwas in Verbindung bringen, was sie dann als egoistisch bezeichnen. Also sind ja oft dann einfach so Worte, die bewertet werden und in eine Schublade gesteckt werden. Und Menschen, die sich selbst lieben oder auch dazu stehen und sagen, ich liebe mich so, wie ich bin, dann oftmals als egoistisch bezeichnet werden. Und eine wirkliche Selbstliebe ist niemals egoistisch. Also eine wirkliche Selbstliebe heißt eigentlich, dass du
in dir ruhst und dir selbst vertraust und das Urvertrauen auch in dir hast, dass du fähig bist, mit allem, was du geben kannst, einen anderen Menschen mit deiner Liebe zu beschenken. Und das kannst du ja nun mal nur, wenn du auch Liebe in dir trägst. Du kannst keine fremde Liebe zu deiner Eigenliebe machen. Das funktioniert auch in der Spiritualität übrigens nicht. Also du kannst nur dann, wenn du dich selbst liebst, kannst du alles annehmen und dann kannst du auch andere Menschen beschenken. Wie willst du Menschen, wenn du dich selbst nicht liebst, mit Liebe beschenken? Das geht ja gar nicht. Ja, das ist unsinnig. Und dann entstehen halt so ungesunde Beziehungen. Und dann auch oftmals diese komischen Machtverhältnisse in der Liebe. Also so, dass einer immer Macht ausüben muss, um zu zeigen, er ist der Stärkere oder sie ist die Stärkere oder wie auch immer. Das passiert bei Menschen, die sich wirklich lieben, nicht. Und Menschen, die sich wirklich lieben, sind niemals egoistisch. Im Gegenteil, die können sehr, sehr viel Liebe schenken. Und wenn jetzt eine Beziehung schon ein bisschen in die Brüche gegangen ist, wie kann man sich dann von so einer Beziehung lösen, um bereit zu sein für etwas Neues? Also dieser Ablösungsprozess ist für viele Menschen ganz, ganz schwierig, weil dieses Ungesunde in einer Beziehung ihnen auch etwas gibt, was sie glauben zu brauchen. Und dieses Glauben zu brauchen ist dann sehr schwierig, den Menschen zu vermitteln. Davon solltest du aber jetzt loslassen. Das kann man ganz schön sehen bei Menschen, wenn man mit ihnen arbeitet oder früher, wo ich noch als Familientherapeutin gearbeitet habe, dass dieser Loslassungsprozess eigentlich der schwerste ist, weil wenn ich loslasse, muss ich mich mit mir selber beschäftigen. Und dieses mit sich selbst beschäftigen, das macht den Leuten so viel Angst. Das ist unglaublich. Das ist wirklich, und natürlich geprägt auch, wenn man jetzt den Menschen zuhört, was sie oft in ihrer Kindheit erleben, schlimme Dinge, ja, wirklich schlimme Dinge. Und das bin ich auch voller Mitgefühl, also für Menschen, die sowas alles erleben müssen. Aber dennoch gibt es irgendwann in jedem Leben eines Menschen, finde ich, einen Punkt, wo er sich entscheiden muss. Also hänge ich jetzt immer an dem, was mir widerfahren ist, oder bin ich bereit, etwas Neues zu leben, mich frei zu machen von dem, was mich immer belastet? Und wenn du dazu bereit bist, es dauert ein bisschen, das geht nicht von heute auf morgen, aber dann bist du auch frei für wirklich etwas Neues und auch für etwas Gesundes. Sehr schön. Und was für einen Ratschlag würdest du sonst noch geben, was man vielleicht für sich tun kann, wenn es einem noch schwerfällt, diese bewusste Entscheidung zu treffen? Also ich hoffe, dass ich die Leute nicht langweile, aber ich komme immer wieder auf denselben Punkt zurück, sich selbst zu reflektieren, also sich selbst bewusst zu machen, dass es nichts Wichtigeres gibt im Hier und Jetzt, in diesem Augenblick, als wie du selbst. Also das ist ja, du bist mit dir immer zusammen. Das ist etwas, was wirklich wichtig ist. Du kannst dich von dir selbst ja nicht abtrennen. Also du tust es, indem du ungesunde Beziehungen führst, trennst du dich ein Stück von dir ab. Aber letztendlich bist du immer mit dir zusammen. Und nur wenn du selbst mit dir im Reinen bist, dann funktioniert die menschliche Liebe oder die Lösung von ungesunden Beziehungen. Und jeder macht es auf seine Art und Weise. Viele nehmen Hilfe in Anspruch, bei denen es wirklich richtig schlimm ist. Da gibt es ja ganz viele Beispiele. Dann würde ich schon auch sagen, dass jetzt professionelle Hilfe da wirklich gut ist. Aber es gibt natürlich auch so
einfachere Sachen, die man für sich so tun kann, Ablösungsprozesse, oder innere Familie ist auch etwas sehr Wichtiges. Also dass jeder Mensch trägt ja diese innere Familie, innere Mann, innere Frau, inneres Kind in sich. Und da einfach mal hinreisen und in sich gehen und schauen, was sagen mir diese Anteile in mir. Also wie schauen die aus, was können die mir mitteilen, wäre jetzt etwas sehr Gutes. Ja, sehr schönes Beispiel. Dann zum Abschluss, hast du wieder etwas Raum? Ist noch etwas, was du gerne sagen möchtest, was ich vielleicht nicht mit aufgegriffen habe? Ich würde den Menschen so gerne vermitteln, wie wunderschön es ist, menschliche Liebe zu leben. In jeder Form, wie sie sich auch zeigt. Also diese ganzen Bewertungen, die es auf menschliche Liebe nun mal gibt und Beziehungen, die einfach mal über Bord schmeißen und einfach nur das leben, was man wirklich leben möchte. Ich finde, wäre so etwas Wichtiges. Also überhaupt nicht so schauen, was jetzt die Gesellschaft von einem erwartet oder was die Eltern von einem erwarten oder auch wenn man selber Mutter oder Vater ist, dem Kind die Freiheit zu lassen, sich in der menschlichen Liebe so zu entfalten, wie der Mensch das halt einfach möchte. Und eben immer diese Selbstliebe. Ja. Selbst eine Freundschaft wäre ja im Prinzip schon eine menschliche Liebe. Es gibt ja so viele verschiedene Arten von menschlicher Liebe. Man bringt diese eine menschliche Liebe ja immer in Verbindung mit Mann und Frau, jetzt mal so ganz klassisch. Das ist eine Beziehung, die Sexualität beinhaltet, die sehr innig ist und die man halt so kennt. Aber jede Beziehung, die ein Mensch führt, eine tiefere Beziehung, ist eine menschliche Liebe. Mhm. Also wenn meine Freundin ist auch eine menschliche Liebe für mich. Oder mein Freund oder meine Familie. Halt auf eine andere Art und Weise, weil ein Aspekt da wegfällt. Aber ansonsten sind sie die gleichen Attribute. Also du lebst diese menschliche Liebe in der Freundschaft genauso wie in einer Beziehung. Ja. Ja, danke für heute, Biene. Gerne, Benny. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Ja, ihr Lieben, das war's für heute schon wieder. Falls noch nicht geschehen, hast du jetzt nochmal die Möglichkeit, dein Like und dein Abo dazulassen. Oder vielleicht fällt dir sogar noch jemand ein, den dieses Thema genauso brennend interessiert wie dich. Dann teile es doch. Und möchtest du noch mehr zu diesem Thema erfahren, dann wirst du in Sangitas Büchern sicherlich fündig. Den Link dazu findest du in der Info. Ich wünsche dir eine licht- und wundervolle Zeit. Dein Benjamin Samuel.